Your Excellency, lieber Herr Nolte, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier im Friedenspalast am Sitz des Internationalen Gerichtshofs empfangen, dem Sie seit 2021 als Richter angehören. Das Haus hier und der Internationale Gerichtshof sind in vielfältiger Weise mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht verbunden, und deswegen sind wir besonders froh, dass wir heute hier die finale Aufzeichnung unserer Zeitzeugengespräche im Rahmen des Projekts MPIL 100 zur 100-Jahr-Feier des Instituts aufnehmen dürfen. Wir möchten mit Ihnen ganz gern zurückgehen an den Anfang Ihrer Zeit am Institut. Sie sind von 1984 bis 1998, 99 am Institut gewesen, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann als Referent. Sie haben in dieser Zeit 2 Qualifikationsschriften verfasst, die auch in der schwarzen Reihe des Instituts erschienen sind. Und ich möchte Sie gern fragen, wie sind Sie eigentlich nach Heidelberg gekommen? Vielen Dank für die Frage, Frau Kämmerer. Ich bedanke mich, dass Sie nach Den Haag gekommen sind, aus Heidelberg, auch Frau Jahn. Und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen können. Ich hatte in Berlin studiert, an der Freien Universität, an einem rechtsvergleichenden Lehrstuhl als Hilfskraft gearbeitet und interessierte mich für Rechtsvergleichung. Und nach einem anstrengenden Examen habe ich mir erst meine Auszeit genommen und dann nach einer Person gesucht, die meine Doktorarbeit betreuen würde. Und habe dann auch etwas gelesen und habe dann eine Reise gemacht nach München, nach Freiburg, nach Heidelberg, wo Hochschullehrer lehrten, die mich interessierten. Und einer davon war Jochen Frohwein, der einen Aufsatz im Archiv des öffentlichen Rechts geschrieben hatte, Reform durch Meinungsfreiheit, wo es um den Vergleich Meinungsfreiheit USA und Deutschland ging. Und das war für mich der Anknüpfungspunkt, mal anzuklopfen, ob ich da vielleicht anfangen könnte, und das hat geklappt. Wie war dann Ihr erster Eindruck, als Sie am Institut aufgeschlagen sind und dort zuerst an der Referentenbesprechung teilgenommen haben und so die Arbeitsweisen und Formate des Instituts kennengelernt haben? Also mein erster Eindruck war, ich war sehr beeindruckt, an diesem Institut anzufangen. Das Institut war damals kleiner als heute. Es war in der Berliner Straße 48. Ich denke, es waren so 12, 13, 14 Referenten, volle Stellen und vielleicht 6 oder 7 Referendarsstellen, wie wir es damals nannten. Und das war insofern eine kleinere Gruppe als heute, wie gesagt. Und ich habe also relativ schnell Anschluss gefunden. Eine Person kannte ich schon, Juliane Kokott, die hatte in Genf studiert mit mir zusammen. Mit anderen habe ich mich schnell angefreundet. Ich hatte das Gefühl, dass eine sehr unterschiedliche Gruppe und ich habe mich zunächst eher zurückgehalten, glaube ich, und gehört, wie in der Referentenbesprechung, die ja die Hauptveranstaltung des Instituts war, gehört, wie einzelne Referentinnen und Referenten berichteten, so haben wir das damals genannt, und wurde auch etwas diskutiert, nicht sehr viel, es ging mehr um Information. Aber manche Themen haben dann auch eben zu Debatten geführt, und das habe ich als sehr bereichernd empfunden. Es war natürlich nicht nur sozusagen diese offizielle Seite, also man recherchierte und schrieb was und diskutierte oder hörte in der Referentenbesprechung, sondern es war auch ein soziales Leben. Und mir ist in besonderer Erinnerung die Mittagessen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, in denen wir uns sehr intensiv, auch zum Teil sehr kontrovers, aber immer freundschaftlich ausgetauscht haben. Und das war dann eine Welt, in der ich gelebt habe, von 1984 bis 1999, 15 Jahre, allerdings mit einer Unterbrechung. 1990, 91 war ich ein Jahr in Leipzig
Und 1992 war ich ein halbes Jahr in New York. Aber dazu vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Ja, da werden wir noch mal darauf zurückkommen dann. Ähm, Sie haben in der Referentenbesprechung, das haben wir gesehen bei Durchsicht der Protokolle der Referentenbesprechungen, die ja am Institut für den Zeitraum von Mitte der 60er Jahre bis etwa 2000 vorliegen. Es gibt noch einige vereinzelte Dokumente auch aus den 30er Jahren, aber der Großteil der Dokumentation beschränkt sich eben auf diese Zeit ab 1962, 63. Und die Zeit, in der Sie am Institut waren, ist recht ausführlich dokumentiert, allerdings immer reportierend. Also, man erfährt allenfalls unterschwellig über die Meinungen, Positionen, die da vertreten wurden. Sehr auffällig ist, dass Sie zu Anfang Ihrer Zeit regelmäßig über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der Kommission, referiert haben. Und das legt die Annahme, nahe, dass es da eben auch eine sehr enge Zusammenarbeit gab mit Jochen Frohwein, der damals der Kommission angehörte, und auch mit Rudolf Bernhard, die ja beide auch immer fortlaufend über die neuesten Entwicklungen in Straßburg reportiert haben. Naja, also natürlich, ich war Jochen Frohwein zugeordnet und ich habe insofern mit ihm zusammengearbeitet, aber ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet in Bezug auf Rechtsprechung oder Tätigkeit in Straßburg, sondern das, was ich gemacht habe, war über die eine oder andere Entscheidung zu berichten. In der Zeit, als Sie da waren, kamen ja immer auch wieder Gäste ans Institut. Gibt es da einzelne Personen, die Sie besonders lebhaft erinnern oder die für Sie besonders prägend waren? Es gab in der Zeit ja auch Kontakte, nach Osteuropa, auch in die Sowjetunion. Danilenko war am Ja, Institut, aber eben auch nach Westen mit Personen wie Tom Frank zum Beispiel. ja, also Gennady Danilenko kam während der Umbruchszeit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also vielleicht sollte ich sagen, für mich war die Zeit am Institut wesentlich aufgeteilt in zwei Phasen. Einmal die Phase vor dem Ende des Kalten Krieges und die Phase nach dem Ende des Kalten Krieges und der Wiedervereinigung. Diese beiden Phasen fielen bei mir zusammen mit der Promotion vor dem Ende des Kalten Krieges und der Habilitation nach dem Ende des Kalten Krieges. Und es war insofern auch unterschiedlich, als vor dem Ende des Kalten Krieges das Max-Planck-Institut in der Berliner Straße 48 war, in einem kleineren Gebäude, und nach dem Ende des Kalten Krieges in einem größeren Gebäude, in dem heutigen Gebäude. Und das hat die Perspektive auf das Institut natürlich auch, sagen wir, unterschiedlich sein lassen. Auch die Direktorenschaft hat gewechselt. Herr Wolfram ist gekommen nach 1993, glaube ich. Natürlich, das war das Tollste am Institut, die ausländischen Gäste, die aus allen Gegenden kamen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen eine Rangliste aufstellen soll. Natürlich war Thomas Frank für mich sehr wichtig, weil er mich damals dann eingeladen hat, 1992 nach New York zu kommen, zu einer Zeit, als die Vereinten Nationen gerade nach dem Ende des Kalten Krieges in einer ganz neuen Phase waren, die eigentlich die ursprüngliche Idee der Vereinten Nationen realisieren konnte und sollte. Dass der Sicherheitsrat nach Jahrzehnten endlich funktionierte. Der hat ja nie richtig funktioniert, aber damals hat er wirklich funktioniert. Es war ein Zeichen wie ein alter Text, wenn die Umstände richtig sind, dann sein Leben bekommt. Und das ist manchmal falsch, ist schnell zu vermuten. Wenn ein Text alt ist, dann ist er veraltet. Also diese Erfahrung erst. Thomas Frank kam nach Heidelberg, um ein Buch zu schreiben, Political Questions, Judicial Answers. Da ging es eher um Rechtsvergleichung. Wie stark sollte ein Gericht kontrollieren Entscheidungen, die auch politisch relevant sind. In Amerika gab es die Political Question Doktrin, das spielt auch heute noch eine wichtige Rolle. In Deutschland versuchen wir das so weit wie möglich nicht so zu sehen. Und Thomas Frank versuchte damals gerade die deutsche Rechtsprechung und das Modell ein bisschen in Amerika
plausibel zu machen. Und das spielte sozusagen in mein rechtsvergleichendes Interesse. Aber zu der Zeit habe ich schon begonnen, mich umzuorientieren von meiner Doktorarbeit, bei der es um Rechtsvergleichung, Verfassungsvergleichung geht, Richtung auf Völkerrecht. Und die Zeit in New York hat mir sicher sehr geholfen, auch bei den Vereinten Nationen sozusagen in das Völkerrecht richtig gut reinzukommen. Aber es gab natürlich viele andere Gäste aus, und ich möchte vielleicht lieber die Schwerpunkte oder die Länder nennen, aus denen die kamen. Also natürlich war Vereinigte Staaten und Sowjetunion auch wissenschaftlich und von den Kontakten her wichtig. Aus den Vereinigten Staaten kamen allerdings mehr etablierte Leute wie Tom Frank oder auch Thomas Birgenthal, Richard Lillich, bilde mir ein, auch, dass Henkin mal da war. Aus Sowjetunion kamen anfangs eher so Delegationen. Rudolf Bernhard hat Kolloquien mit sowjetischen Völkerrechtlern und auch polnischen Völkerrechtlern. Wir hatten eher engere Kontakte mit polnischen Völkerrechtlern. Jurek Kranz, der dann später Botschafter von Polen wurde, in den 80er Jahren bei uns mehr als Student, eine Art Student lebte. Das war überhaupt noch nicht absehbar, dass er durch die Entwicklung in Polen dann dahin kommen würde. Kasimir Lankosch, Krzysztof Czaplinski. Aber wir hatten auch damals in den 80er Jahren, ob Sie es mir glauben oder nicht, ein starkes Interesse am globalen Süden. Wir hatten einerseits einen hervorragenden Referenten zu dem indischen Subkontinent, Dieter Konrad, der das Bewusstsein für den globalen Süden und den indischen Subkontinent im Institut sehr hochhielt. Aber wir haben auch eine Afrika-Gruppe gehabt, die von Rudolf Bernhard und seinen Referenten ins Leben gerufen wurde. Und da hatten wir Besucher, George Ofusu-Amah oder Oji Umozurike aus Nigeria, die dann eine wichtige Rolle im afrikanischen Menschenrechtsschutz gespielt haben. Also der Anspruch des Instituts damals war schon ziemlich umfassend. Nicht in dem Sinne, dass man dachte, man würde von Heidelberg aus die Welt verändern, sondern eher, man sollte in Heidelberg die Welt kennenlernen. Und wir waren so, ja, untereinander ist die Welt zwischen uns aufgeteilt worden und jeder und jede berichtete über verschiedene Aspekte. Manche Teile der Welt, da gab es gewissermaßen jemand, der spezialisiert war, wie Theodor Schweisfurt für die sozialistischen Staaten oder Robert Heuser für China oder Dieter Konrad für Indien, Christian Rumpf für die Türkei. Bei anderen Ländern, USA, Europa, war das natürlich viel gemischter, weil dann jeder hatte dann auch Projekte, wo jedenfalls Aspekte des Rechts oder der Entwicklung aus diesen Ländern eine Rolle spielten. Also es gab jedenfalls genuine Verbindung zu, wie wir damals fanden, allen wichtigen Teilen der Welt, wobei Sie mich jetzt nicht fragen dürfen, aber auch hier und dann vielleicht nicht. Und das fand ich damals jedenfalls sehr schön und reizvoll. Und vielleicht, wenn ich das sagen darf, ich hatte in Berlin an der FU sozusagen viel Theorie erlebt, kritische Theorie und philosophische Debatten. Und als ich dann nach Heidelberg kam,
spielte die Theorie auf einmal nicht mehr so eine große Rolle, sondern ging es darum, genau zu schauen. Was ist hier, wie wirkt sich hier das auf das aus, wie ist die langfristige Entwicklung einer Institution. Heidelberg hat mich gelehrt oder mich dahin gebracht, genauer hinzuschauen und den einzelnen Fall und die einzelne Entwicklung für sich sozusagen erstmal lange anzugucken und versuchen zu würdigen, bevor ich eine Theorie ihr überstülpe oder sie im Lichte einer Theorie nur bewerte. Ich glaube, das war auch das Ethos des Instituts zu der Zeit, jedenfalls soweit es von Jochen Frohwein und Rudolf Bernhard verkörpert wurde, aber auch von Karl Döring. Und würden Sie sagen, dass es auch das Besondere an diesem komparativen Ansatz, den das Institut ja auch im Namen trägt, also schon bei der Berliner Gründung eben der Begriff Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, der heute immer erklärungsbedürftig ist, wenn man das erstmal vergegenwärtigen muss, was da genau die Forschungsgegenstände sind. Aber das klingt ja doch so, als ob dieser Vergleichsaspekt auch für Sie selber eine wichtige Vorstufe gewesen sei für die Beschäftigung mit übergreifenden völkerrechtlichen Fragen. Ja, also wie gesagt, ich kam gar nicht als Völkerrechtler ins Institut. Als ich wusste, dass ich 1984 ans Institut kommen würde, habe ich zur Sicherheit den Jessup Moot Court gemacht mit ein paar Freunden in Berlin und dadurch hatte ich meine erste Begegnung mit dem Völkerrecht und es war eine schöne Begegnung. Aber mein primäres Interesse war eben die Vergleichung und ich habe eben eine Doktorarbeit geschrieben über, die hatte dann den Titel Beleidigungsschutz in der freiheitlichen Demokratie, wo es um Meinungsfreiheit und Ehrenschutz in den Rechtsordnungen Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland, den Vereinigten Staaten und nach der Europäischen Menschenrechtskommission ging. Das war also schon sozusagen eine Kombination aus reiner Verfassungsvergleichung, aber auch etwas Völkerrecht, wenn man die Rechtsprechung der Konventionsorgane als Völkerrecht ansieht, und das sollte man, finde ich. Ja, aus der Sicht des, so wie ich das Institut damals verstanden habe, ist das ausländische öffentliche Recht auf der einen Seite und das Völkerrecht auf der anderen Seite gar kein Gegensatz, sondern es entspricht einem Verständnis des Völkerrechts auch, das sozusagen von unten nach oben geht und die Staatenpraxis ernst nimmt. Und Staatenpraxis kann man nur wirklich verstehen, wenn man auch weiß, woraus die Praxis einer Regierung erwächst. Und das Völkerrecht ist ja auch nie so in der Praxis so sozusagen simpel gestrickt gewesen, dass man sagt, hier ist der Staat repräsentiert durch die Regierung und ansonsten sind wir blind. Ja, die Billiard-Ball-Theory, das war, glaube ich, sozusagen theoretisch hilfreich, um bestimmte Dinge zu verstehen, aber wenn man dann tatsächlich Völkerrecht praktiziert oder im Dialog ist, hat das nicht ausgereicht. Und deshalb fand ich das von vornherein auch ja, richtig, dass man ausgebildet wird oder Völkerrecht lernt, indem man ein bisschen vergleichendes öffentliches Recht auch lernt. Spielt denn das vergleichende öffentliche Recht am Gerichtshof hier eine Rolle? Werden bei bestimmten Themen, wird da dann auch mal geschaut, wie denn die Gerichtspraxis in den verschiedenen Staaten zu einem bestimmten Thema auch ist? Bei der Ermittlung von Völkergewohnheitsrecht schaut man natürlich darauf, was die Staaten machen. Und die Staaten sind nicht nur, was die Regierungen an einer bestimmten Stelle mal erklärt haben, sondern es ist auch gerade, was
die Gerichte einzelner Staaten tun. Und das, was Gerichte einzelner Staaten tun, kann man nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, indem man abhakt oder sagt ja oder nein, sondern eine Gerichtsentscheidung muss auch aus ihrem Kontext heraus verstanden werden. Und wenn man hier am Gericht über Staatenpraxis spricht und sich etwa unterhält, was ist die Bedeutung eines bestimmten Urteils aus einem bestimmten Land oder von einem Menschenrechtsgerichtshof, dann kommt damit natürlich auch das Hintergrundverständnis und die Rechtsordnung, aus der heraus eine solche Entscheidung erwächst, nicht nur zur Sprache, sondern muss auch mitgedacht werden. Denn wir sind hier, alle 15, kommen von unterschiedlichen primären rechtlichen Hintergründen. Und da ist es natürlich gut, wenn man weiß, wie ein Kollege oder eine Kollegin sozusagen einen bestimmten Fall sieht oder sozusagen in welchem Kontext er oder sie den Fall sieht. Insofern ist es im Grunde selbstverständlich, dass man auch bestimmte Dinge weiß, wie auch zum Beispiel der Urteilsstil in verschiedenen Rechtsordnungen. Das ist jetzt ein Klischee, aber Klischee, an dem viel dran ist. Ein französisches Urteil kommt im Zweifel ohne Sondervoten und sehr deutlich daher, während ein amerikanisches Urteil des Supreme Court möglicherweise aus 8 Voten besteht und sehr lebendig formuliert ist. Und das kann man nicht, da reicht es nicht einfach aus zu sagen, okay, das lese ich jetzt, sondern es ist gut, wenn man die Hintergründe versteht. Was hilfreich ist, dass die Kolleginnen und Kollegen hier im Gericht nicht nur aus einer bestimmten Rechtsordnung kommen, sondern auch sozusagen eine Ausbildung oder Lebenserfahrung haben, die über diese Rechtsordnung hinausgeht. Also der ich nur in Berlin studiert habe und ein Jahr in Genf, gehöre eher zu denjenigen, die eher sozusagen begrenzt studiert haben, während die meisten meiner Kollegen haben in New York, London oder Paris studiert und vielleicht sogar länger als ein Jahr und haben deshalb auch ein Verständnis für sozusagen andere. Und das ist natürlich wichtig in so einem Gremium. Ja, mir scheint es besonders wichtig vor dem Hintergrund auch, dass Anthea Roberts ja erforscht hat, dass es doch verschiedene Völkerrechte, quasi verschiedene Perspektiven aufs Völkerrecht gibt, aus den verschiedenen Nationalstaaten heraus. Weil natürlich auch aus der Prägung, wir haben einen eigenen Völkerrechtsdiskurs in den verschiedenen Ländern, der teilweise gar nicht mit anderen so stark in Dialog tritt. Und deswegen hat natürlich wahrscheinlich auch jede Richterin, jeder Richter vor diesem Hintergrund eben auch eine nationale Perspektive aufs Völkerrecht. Wie Sie es jetzt aber beschreiben, scheint es mir eher so zu sein, dass das im Gerichtshof eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, weil Sie dann eben doch so viel internationalen Austausch hatten, dass man da sich schon sehr gut in die Perspektive der anderen hineinversetzen kann. Naja, also ich möchte nicht behaupten, dass wir alle so viel vergleichenden Hintergrund haben, dass wir uns immer sofort verstehen. Also so ist es nicht. Aber ich würde mal sagen, Anthea Roberts hätte ihr Buch vor 40 Jahren schreiben sollen, da wäre es plausibler gewesen. Vor 40, 50 Jahren spielte die nationale Prägung für Völkerrechtler, glaube ich, eine größere Rolle als heute. Natürlich sind sich alle immer noch bewusst, wenn sie ein Grundstudium in Deutschland gehabt haben oder in Frankreich oder in Amerika oder in Südafrika oder in Indien, das prägt. Auf der anderen Seite gibt es heute so viele und die mindestens ein Jahr, wenn nicht länger und mindestens an einer Stelle mal woanders studiert haben. Und es ist ja auch nicht mehr so, das Institut war damals eine große Ausnahme, dass es eine tolle Bibliothek hatte, wo man
über alles nachlesen konnte. Das war nicht an allen Universitäten so. Und da gab es stärker einen Kanon. Du musst das lesen und dann bist du geprägt als Völkerrechtlerin oder Völkerrechtler. Das ist heute nicht mehr so. Ich würde also sagen, dass der nationale Hintergrund oder in dem IGH-Statut wird von Legal Families gesprochen, oder eine ähnliche Formulierung, also welcher Rechtsfamilie man kommt. Das ist immer noch wichtig, aber jeder weiß heute, es gibt die anderen und die anderen sind ungefähr so und da muss man so oder so rangehen. Ich finde es interessant, dass Anthea Roberts, also das ist ja ein Gedanke, den sie hat, dass dieser Gedanke, er kommt immer, manchmal kommen gute Gedanken, nachdem etwas passiert ist. Und dann versteht man es nachträglich. Während heute sind wir dabei, auszuhandeln, in welchem Verhältnis wir das, was wir sozusagen primär gelernt haben, auf internationaler Ebene verrechnen. Ich will damit nicht sagen, dass es leichter geworden ist, sich zu einigen in Einzelfällen. Überhaupt nicht, sondern es ist die Frage, wie weit treten wir uns gegenüber als kulturell unterschiedlich geprägte Personen. Und ich weiß, dass heute sehr viel über Identität und so weiter gesprochen wird. Und ich will das auch gar nicht in Zweifel ziehen. Doch, ich will es ein bisschen in Zweifel ziehen. Dass es durchaus auch Aspekte gibt, die wir gelernt haben oder die wir stärker voraussetzen können als gemeinsame und damit auch vielleicht überzeugender dazu kommen können, etwas Gemeinsames zu erkennen. Ich meine, wir haben etwas Gemeinsames. Das ist die Charta, das sind die Verträge, das sind unsere Methoden, wie wir Völkergewohnheitsrecht identifizieren. Und das sollte unabhängig davon geschehen, ob ich jetzt aus Schweden oder aus Malaysia komme. Jedenfalls sollte man nach einer Weile, wenn ein Schwede und eine Malaysierin sich unterhalten, sich näher kommen und nicht in Identitätsbehauptungen fahren. Und das konnte man, glaube ich, in den 80er Jahren, dann auch in den 90er Jahren in Berlin, nicht in Berlin, Entschuldigung, in Heidelberg am Institut durchaus lernen. Wobei ich vielleicht noch zurückkommen darf auf den Unterschied zwischen den 80er und den 90er Jahren. Ich glaube, auch wenn es sich paradox anhört, in den 80er Jahren war das Institut oder waren die Forschungsinteressen des Instituts diverser, in dem Sinne, dass einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten ihre Projekte und obwohl die beiden Direktoren sozusagen sehr EMRK-orientiert waren, dann das Gefühl, dass man versucht, ein sehr breites Spektrum abzudecken. Während in den 90er Jahren, vielleicht hatte das auch mit der Entwicklung der Welt zu tun, gab es dann bestimmte Themen, Völkerstrafrecht zum Beispiel, das sich entwickelte, auch Menschenrechtsentwicklung über die MRK hinaus, Sicherheitsrecht und Wirtschaftsrecht. Wobei das Wirtschaftsrecht am Institut nie so eine Rolle gespielt hat, wie es vielleicht im Völkerrecht insgesamt spielt. Es gab immer ein, zwei hervorragende Kolleginnen oder Kollegen, die internationales Wirtschaftsrecht betrieben haben, aber ich hatte das Gefühl, das war nie so der Schwerpunkt. Man könnte ja auch sagen, Sie haben das jetzt schon angedeutet, dass natürlich in den 80er Jahren diese Breite der Interessen auch damit zusammenhängt, dass die Entwicklung insgesamt eher schrittweise und graduell erfolgte, während dann natürlich in den 90er Jahren
sich viele Türen geöffnet haben für ganz neue Entwicklungen. Und Sie haben das ja auch beschrieben, dass in der Zeit in New York Sie auch sehr konkret das miterlebt haben, wie sich die Rolle der Vereinten Nationen, entwickelt hat. Ist diese Erfahrung auch etwas, was Ihnen heute eine gewisse Zuversicht gibt, wenn Sie auf die doch nicht ganz unproblematische Situation des Völkerrechts oder auch des Internationalen Gerichtshofs, ähm, schauen? Sie haben sich ja intensiv auch beschäftigt mit den Veränderungen, mit den Transformationen des Völkerrechts über die Zeit im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, auch in der Kollegforschergruppe in Berlin, International Rule of Law, Rise and Decline, die zu einem Zeitpunkt begonnen hat, wo viele sich gewundert haben, warum man jetzt über den Decline eigentlich sprechen muss und ob das überhaupt so notwendig ist. Also diese Temporalität des Völkerrechts ist ein Thema, das Sie doch sehr lange schon begleitet. Und da würde mich interessieren, welche Rolle auch diese persönliche Erfahrung von solchen Momenten der eher stockenden Entwicklung und dann auch der sehr dynamischen Entwicklung spielt. Vielen Dank. Das ist eine große Frage und auch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Kurz bevor ich ans Institut gekommen bin, habe ich 2 Bücher gelesen, um mich vorzubereiten, weil ich eben noch nicht so viel vom Völkerrecht verstand. Das eine war das Lehrbuch von Verdroß und Simmer. Das war sozusagen das Standardlehrbuch. Und das andere war das gerade neu herausgekommene Buch von Wilhelm Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte. Das ist ein ganz besonderes Buch. Darüber möchte ich jetzt nicht näher sprechen, sondern nur um Ihnen zu sagen, dass ich von vornherein an den historischen Aspekten des Völkerrechts schon sehr interessiert war. Und es natürlich auch sofort gesehen habe, wie jeder, dass da eine Stauffenberg-Statue oder Skulptur im 3. Stock vor den Direktorenzimmern war. Und mir auch sehr schnell klar wurde, und ich mich dafür interessiert habe, dass das Institut in einem sozusagen historischen Zusammenhang steht und dass Hermann Musler da ist, der eine Kontinuität oder eine Repräsentativität verkörperte, die man nicht so leicht an anderen Stellen findet. Sie fragen nach New York. Da möchte ich Ihnen, und noch New York und heute, Thomas Frank hatte im Jahr 1984 ein Buch geschrieben, das dann 1985 rausgekommen ist. Und in diesem Buch, das war noch bevor Gorbatschow an die Macht kam, in die Sowjetunion, und als der Ende des Kalten Krieges noch nicht absehbar war, wo es die Mittelstreckenraketenkrise gab, wo die sowjetische Intervention in Afghanistan eine große Rolle spielte, und wo die Vereinten Nationen dabei waren, sozusagen von den Vereinigten Staaten links liegen gelassen zu werden. Einmal durch das Nicaragua-Verfahren, aber auch durch die Versuche, heute würden wir sagen, der Staaten des globalen Südens eine neue Weltwirtschaftsordnung zu etablieren. Und damals traten die USA aus der UNESCO aus und es sah so aus, als würden die USA versuchen, die Vereinten Nationen gewissermaßen völlig zur Seite zu schieben. Und Thomas Frank, der ein UN-Mensch ersten Ranges war, von Eleanor Roosevelt noch gewissermaßen mit ausgebildet wurde, Anfang der 50er Jahre, der schrieb ein Buch und versuchte einem amerikanischen Publikum den Wert der Vereinten Nationen klarzumachen. Und dann kam Gorbatschow an die Macht. Und langsam von 1985 an kam die Welt zusammen, gewissermaßen. Und das kulminierte dann im Fall der Mauer und deutschen Wiedervereinigung. Das heißt, diese Gefahr, die in dem Augenblick, und das hatte sich Jahre vorher aufgebaut, dass die USA die Vereinten Nationen an die Seite schieben würden und vielleicht auch
aufgeben würden, die hatte sich gewissermaßen erledigt. Und das Gegenteil passierte auf einmal. Nämlich, dass die Vereinten Nationen mit Leben gefüllt wurden 1992. Das war natürlich der Moment für Thomas Frank. Und er hat Bücher geschrieben und das versucht, dieses mit Leben füllen sozusagen zu stärken. Mich hat das natürlich gefreut, auch dass ich dabei gewesen bin, aber ich war auch damals schon etwas skeptisch, ob man sich da auf eine lineare Entwicklung in die Zukunft verlassen kann. Und für mich ist das aber ein Beispiel dafür, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man wenn Sie sich vorstellen, 1980 oder 1977, wie wird sich die Welt entwickeln? Da haben viele gedacht, die USA werden die Vereinten Nationen an den Rand drängen. Und auf einmal, aufgrund von Kräften, mit denen niemand so richtig gerechnet hatte, verändert sich das. Und so ist es ja häufiger schon in der Geschichte passiert. Es ist nur ein Beispiel und Sie fragen nach meiner Erfahrung in New York. Was hat das gemacht? Einfach die Erfahrung, die geschichtliche Konstellation ist wichtig, sie kann überraschend sein und sie kann ältere Texte sozusagen zu Sinn, sozusagen Ihnen oder der Welt zeigen, welchen Sinn sie haben. Und ihnen den Glauben an sie zurückschenken. Und es hat eine Weile gedauert, diese Phase. Und die Charta der Vereinten Nationen ist viel jünger als etwa die Verfassung der Vereinigten Staaten, sodass ich sage, wir sollten durchaus mal auf die nächste Phase hindenken. Und wenn wir eben schon über die Frage Rule of Law, Rise or Decline gesprochen haben und Sie jetzt gerade auch in die Zukunft schauen, Sie sind nun Richter am Internationalen Gerichtshof. Wie schauen Sie denn auf die Frage, die immer wieder in letzter Zeit gestellt wird? Welche Rolle spielt denn das Völkerrecht heutzutage noch, wenn doch regelmäßig dagegen verstoßen wird, wenn wir den Ukraine-Krieg sehen, den Konflikt um Israel und Palästina. Sie können jetzt natürlich nicht auf konkrete Verfahren abheben, aber wo sehen Sie die größten Herausforderungen und stimmen Sie tatsächlich damit überein, dass wir jetzt etwas Neues sehen, dass das Völkerrecht auf neue Art ganz besonders unter Druck gerät? Ich glaube, dass es eine gewisse Kategorienverwechslung ist, zu sagen, das Völkerrecht spielt keine Rolle, weil manche sich nicht dran halten. Das ist ein Problem, was wir schon immer hatten und dass manche sich nicht immer vollständig an das Recht halten. Das Problem haben wir auch im innerstaatlichen Bereich und da muss man halt dran arbeiten. Und es hat schon immer Katastrophen gegeben und ich kann nicht sagen, es wird keine Katastrophen geben. Es kann sein, dass es Katastrophen gibt, aber das war auch schon immer so. Der Mensch muss sich bemühen. Die Frage ist, fänden Sie es sozusagen plausibel zu sagen, weil, und ich möchte gar nicht sagen, wer jetzt sich möglicherweise nicht an das Völkerrecht hält, übrigens, was die Befolgungsquote der Entscheidungen unseres Gerichts betrifft, die ist viel höher, als die allermeisten denken. Stellen Sie sich mal vor, wir würden einfach sagen jetzt, ja, die Staaten oder die Menschen halten sich nicht genügend an das Völkerrecht. Also vergessen wir mal das Völkerrecht, dann wird schon was Neues kommen. Würden Sie sagen, okay, dann schließen wir ein paar Institutionen, zum Beispiel den Internationalen Gerichtshof. Vielleicht ist das ja gut, damit wir schneller in eine bessere Welt kommen. Ist das eine vernünftige Haltung? Oder ist es vielleicht doch ganz gut, hin und wieder ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs zu hören, dass es entschieden worden ist und zu sagen, okay, das ist ein Maßstab, auf den möchte ich mich berufen oder kann man sich berufen. Und wenn es nicht eingehalten wird, dann
wird es vielleicht etwas später eingehalten. Und also ich bin etwas zurückhaltend, Zukunftsprognosen zu machen. Also ich denke gerne über die Vergangenheit nach, aber ein Hellseher bin ich nicht. Und drängt es den Gerichtshof teilweise in eine schwierige Rolle, dass die Exekutive auf internationaler Ebene nicht so gut funktioniert und der Gerichtshof dann teilweise mit Verfahren auch befasst wird, also mit hochpolitischen Verfahren, die vielleicht klassischerweise gar nicht vor einen Gerichtshof gelangen würden. Aber was meinen Sie, Exekutive nicht so gut funktioniert? Der UN-Sicherheitsrat, dass der eben bei bestimmten Fragestellungen eben keine Entscheidung trifft und dann teilweise Verfahren mit Fragen an den Gerichtshof gelangen, die zum Beispiel auch in Konflikte, also die sich um Konflikte ranken, die dann den Gerichtshof eben vor die Herausforderung stellen, in Situationen eine Entscheidung zu treffen, wo ein Konflikt zum Beispiel noch gerade aktuell ist. Ja, aber ich hatte über den Kalten Krieg gesprochen. Da war der Sicherheitsrat nicht so aktiv und trotzdem haben alle gedacht, die UN-Charta ist das, was gilt. Und das sollten wir heute auch denken. Und vielleicht ist es ein interessanter Unterschied zum Kalten Krieg, dass heute mehr Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof sind als damals. Aber wenn wir darüber nachdenken, aus welchen Gründen, dann ist das auch nicht so ganz einfach. Denn der Grund, warum es während des Kalten Krieges weniger Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof gab, hing möglicherweise, jedenfalls zeitweise auch damit zusammen, dass die Staaten der damals sogenannten Dritten Welt, heute des globalen Südens, wegen des Südwestafrika-Urteils 1966 das Vertrauen in das Gericht zeitweise verloren haben, das auch langsam wieder aufgebaut wurde. Also die Bereitschaft, sich zu unterwerfen oder Klagen anzustrengen. Auf der anderen Seite, es gibt heute Verfahren nach Verträgen, die es schon damals gab und wo man damals schon hätte klagen können, man hat es nicht getan. Ist das ein gutes Zeichen, dass wir heute mehr Versuche haben, gerichtliche Streitbeilegung zu haben? Ich neige dazu, ja zu sagen. Würden Sie sagen, dass Ihre Zeit am Institut Sie bis heute prägt, Ihre wissenschaftliche Arbeit, aber vielleicht auch Ihre Arbeit jetzt als Richter am IGH weiterhin prägt? Ja. Also die Praxisorientierung, von der Sie sprachen, Frau Kämmerer, die habe ich gewissermaßen beibehalten. Ich habe mich nicht nur für, sagen wir, einzelne praktische oder rechtsdogmatische Fragen interessiert, aber sozusagen neue Herausforderungen auch an Einzelfällen zu durchdenken und zu versuchen, eine Orientierung zu geben. Das habe ich aus dem Institut oder jedenfalls habe ich das dort gelernt und gemacht und das habe ich auch weitergemacht. Aber vielleicht sollte ich dazu sagen, ich hatte das Glück und ich weiß nicht, wie ich zu dem Glück gekommen bin, dass ich neben meiner akademischen Laufbahn immer auch berufen wurde in internationale Gremien. Das heißt, als ich Hochschullehrer in Göttingen wurde ich gefragt, ob ich stellvertretendes Mitglied der Venedig-Kommission des Europarats werden könnte. Helmut Steinberger war einer der Direktoren des Instituts, war das Hauptmitglied. Und das habe ich gerne gemacht und war 7 Jahre lang Mitglied der Venedig-Kommission. Habe dort einige Gutachten geschrieben, auch zu der Guantanamo-Frage, die da dann auftauchte. Auch zum Wahlgesetz von Aserbaidschan. Also sehr unterschiedliche Dinge. Und dann
wurde ich gefragt, ob ich Mitglied der International Law Commission werden würde, 2008. Das bin ich bis 2021 geblieben und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich bereit bin, Richter am Internationalen Gerichtshof zu werden. Das ist ein großes Privileg. Ich habe das gerne gemacht und mache das gerne. Aber es ist etwas, eine Tätigkeit, die ich aus dem Institut gewissermaßen kannte, als Rolle. Auch wie man damit umgeht. Und dass das etwas ist, was okay ist für einen Völkerrechtler. Ja. Also insofern haben Jochen Frohwein und Rudolf Bernhard in ihrer ähnlichen Funktion in den europäischen Organen haben mir schon ein Bild gegeben und ich habe das Glück gehabt, dass man mir zugetraut hat, sowas Ähnliches zu machen. Sie hatten ja beschrieben, dass auch die Zeit in den 90er Jahren am Institut Ihnen schon klar gemacht hat, dass es gewisse Veränderungen gibt und auch eine Ernüchterung nach dieser Aufbruchsphase der 90er Jahre. Wie haben Sie das wahrgenommen? Sie haben ja sehr früh schon, auch vor dem 11. September, ein Buch geschrieben über die Hegemonie der Vereinigten Staaten im Völkerrecht, vielleicht auch das Ende dieser hegemonialen Struktur. Was hat Sie veranlasst oder inwiefern hat das Institut auch dazu beigetragen, dass man so eine Art seismografische Wahrnehmung entwickeln konnte für Entwicklungen, die vielleicht andere noch gar nicht so sehen und erst mitbekommen, wenn sie tatsächlich eruptiv sichtbar werden in politischen Ereignissen? Sagen wir so, es ist, glaube ich, ein interessantes Beispiel, wie eine bestimmte Methode einen dazu bringen kann, anders über Fragen zu denken, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Und für mich war da so ein Moment die Kosovo-Intervention der NATO-Staaten. Das fiel zusammen mit dem 65. Geburtstag von Jochen Frohwein und wir haben ein Kolloquium veranstaltet, Konstitutionalisierungsprozesse im Völkerrecht. Das war damals nämlich en vogue und Jochen Frohwein war einer der Vertreter der Idee, dass Völkerrecht nicht nur sozusagen eine Ansammlung von Inseln ist, sondern etwas Zusammenhängendes und nicht nur zusammenhängt, sondern auch verfassungsmäßigen Charakter hat. Was man verstehen kann, wenn man sozusagen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention herausdenkt. Und damals, Ende der 90er Jahre, war die Idee sozusagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo das, was wir in Europa, in der Europäischen Menschenrechtskonvention gesehen haben, vielleicht auch auf die Weltebene kommen könnte. Und dann haben wir ein Geburtstagskolloquium veranstaltet und dann kam die Kosovo-Intervention. Und ich wurde gebeten, über die Kosovo-Intervention und die Konstitutionalisierung zu sprechen. Und das gab mir eine gewisse Schwierigkeit, denn auf der einen Seite haben Leute gesagt, und das war die vorherrschende politische Stimmung, jetzt ist der Moment gekommen, wo die völkerrechtlichen Werte auch durchgesetzt werden. Und das ist ein Zeichen für Konstitutionalisierung und nicht nur dieses formale Gewaltverbot daran hindert. Auf der anderen Seite war klar, der Sicherheitsrat hatte das nicht ermächtigt. Und ich habe da den Vortrag gehalten und habe sehr stark darauf abgestellt, schauen wir mal genau hin, wie international auf die Kosovo-Intervention reagiert wurde. Und damals hatte man im Westen gar nicht so sehr zur Kenntnis genommen, dass viele Staaten des globalen Südens gesagt haben, nein, das ist nicht das, was wir sozusagen als völkerrechtliche Entwicklung wollen. Und ich habe darauf hingewiesen und habe gesagt, nach den traditionellen Regeln geht das nicht so schnell, dass man sagen, jetzt gibt es eine Ausnahme vom Gewaltverbot, eine humanitäre Intervention. Und jedenfalls der Gedanke der Konstitutionalisierung, der kann eigentlich nur ernsthaft verfolgt werden, wenn man sagt, sowohl Werte wie Verfahren gehen zusammen. Also Konstitutionalisierung setzt voraus, dass Werte auch nach bestimmten vereinbarten Verfahren durchgesetzt werden. Sonst kann man sagen, dass die Werte sich sozusagen stärker durchsetzen, aber es ist noch keine Konstitutionalisierung. Das war meine These damals und das hat mich auch mit dazu veranlasst,
darüber nachzudenken, sozusagen, welche Kräfte jetzt im Spiel sind und welche Rolle die Vereinigten Staaten von Amerika spielen. Und ich habe dann kein Buch geschrieben, sondern eine Konferenz veranstaltet in Göttingen, wo wir über diese Fragen diskutiert haben. Und diese Wahrnehmung wurde auch geschärft durch die Präsenz von Gästen auch aus dem globalen Süden, was Sie ja beschrieben hatten vorher auch schon, wenn Sie Ja, Mahendra Singh war in dieser Zeit auch am Institut, viele Südafrikaner. Die Rolle von Dieter Konrad haben Sie auch beschrieben. Ja, das stimmt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die mir gesagt haben, also schau bitte auch darauf, was Indien meint. Ich meine, da bin ich vielleicht durch meine Habilitation draufgekommen und durch New York und Thomas Frank. Und meine Habilitation habe ich geschrieben über ein klassisches Thema, Intervention auf Einladung, und habe auch praktisch mir alle möglichen Fälle angeguckt, in denen so etwas stattgefunden hat. Und solche Intervention, militärische Intervention auf Einladung hat es nicht nur im globalen Norden gegeben, sondern es hat auch Indien ist in Sri Lanka auf Einladung der sri lankischen Regierung oder Syrien in den Libanon. Und darüber hatte der damalige Rechtsberater oder Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts, als er Botschafter oder Botschaftsangestellter in Beirut war, einen Aufsatz geschrieben, Tono Eitel. Das war ein Studienfreund von Jochen Frohwein, der auch, also die Relevanz von Süd-Süd war nicht etwas, was man unbedingt von bestimmten Leuten hören musste. Obwohl es natürlich wunderbar war, dass sie da waren und kamen. Und ich erinnere mich an eine Szene, die ich besonders bewegend fand, wo der philippinische Botschafter kam in einer Referentenbesprechung und über die Philippinen sprach. Das war eine Zeit, in der die Philippinen noch von einem Diktator regiert wurden, Ferdinand Marcos. Und der philippinische Botschafter, ich weiß nicht genau, warum ein Botschafter sowas machte, jedenfalls erzählte, wie schlimm die Situation in den Philippinen in vielerlei Hinsicht war. War alles erschütternd. Und dann sagte er am Ende, wir sind das glücklichste Volk der Welt. Es sind so Dinge, da kommt man sozusagen auf so einen Gedanken, würde ein Deutscher nicht so leicht kommen. Oder auch ein deutscher Botschafter. Und das lernt man sozusagen, wie man über etwas, worauf man sowieso gucken sollte, aber anders gucken sollte. Das waren dann die Gäste des Instituts, jedenfalls aus meiner Sicht. Aber hatte ich das richtig verstanden? Die Gäste des Instituts waren nicht in die reguläre Montagsrunde bzw. in die Referentenbesprechung einbezogen? Sie hatten keine Pflicht, über einen bestimmten Bereich zu berichten. Sie waren herzlich eingeladen, über einen Beitrag zu leisten. Und einen Beitrag leistete jeder Gast zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber vergessen Sie nicht, damals war die Referentenbesprechung noch auf Deutsch. Das bedeutete, dass viele von den Gästen von vornherein sozusagen, oder dass man eher Chancen hatte, ans Institut zu kommen, wenn man auch ein bisschen Deutsch konnte. Aber es gab natürlich auch viele Gäste, die kein Deutsch konnten und die man dann sozusagen um die Referentenbesprechung herum sozusagen mit denen kommunizierte. Und das war einfach wunderbar. Sie haben ja schon angesprochen, Sie haben in Ihrer Zeit auch den Umzug erlebt in das neue Gebäude im Neuenheimer Feld. Und im Rückblick ist für uns am Institut eigentlich auch ein Thema, wie anders das rein schon vom räumlichen Umfeld her gewesen ist und was das auch bedeutet haben mag für Veranstaltungen wie die Referentenbesprechungen oder generell das alltägliche Zusammenleben in so einem etwas begrenzteren Zusammenhang. Und dann eben kommt man in ein sehr großes, weitläufiges Gebäude, das viele Möglichkeiten bietet, aber
natürlich auch die Möglichkeit bietet, sich mehr aus dem Weg zu gehen und sich zurückzuziehen in seine eigene Forschung. Wie haben Sie das erlebt? War das für Sie eine einschneidende Veränderung? Ja, also einschneidend ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war schon ein Unterschied. Und ich wäre mal interessiert, von jemandem, der das erforscht, zu erfahren, ob es wirklich so war, dass die Zahl der Mitarbeiter mit dem Wechsel in das neue Gebäude sich erhöht hat. Mein Gefühl ist ja. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass Rüdiger Wolfrum kam, der mehr Drittmittelprojekte hatte. Bis dahin gab es keine oder jedenfalls nicht aus meiner Sicht erkennbare Drittmittelprojekte, sondern man war öffentlich finanziert und hat dann bestimmte Kolloquien gemacht. Vielleicht hat es mal besondere Anträge an die Max-Planck-Gesellschaft gegeben, aber sozusagen die Drittmittelwirtschaft, die kam erst nach dem Umzug und damit kamen auch mehr Personen. Ich hatte schon das Gefühl, dass auch das neue Gebäude immer gefüllt war, nur die Intimität oder der engere Zusammenhang, dass man sich kannte und sozusagen als das Institut oder Mitglieder, das Mitarbeiter das Institut fühlte, das war nicht mehr ganz das Gleiche. Aber ich muss sagen, das kann auch daran liegen, man ist in unterschiedlichen Lebensphasen. Ich habe promoviert in den 80er Jahren und habe mit Freunden, sozusagen viel Zeit mit Freunden verbracht, während in den 90er Jahren in der Habilitation war man auch mehr in der Familienphase. Ich habe meine Frau kennengelernt, 95, andere Kollegen auch. Und da geht man nicht mehr jeden Tag gemeinsam Mittagessen und fetzt sich. Ja, insofern kann das auch daran liegen, dass man Dinge unterschiedlich empfindet. Sie sagen, fetzt sich. Würden Sie sagen, dass man damals etwas anders diskutiert hat noch als heutzutage? Woher soll ich das wissen, Frau Jahn? Fetzen würde ich sagen, tun wir uns wahrscheinlich eher weniger beim Mittagessen. Aber also wurde damals schon auch immer sehr kontrovers diskutiert. So kann man das jetzt verstehen. Ja, kontrovers, aber ohne persönliche Schärfe. Ja, dass jeder verstand, dass die anderen engagiert waren und es war gut zu wissen. Ich meine, man muss selbstkritisch sein. Vielleicht haben wir uns auch mal gestritten oder haben sich Einzelne miteinander gestritten, aber ich habe das nicht so richtig in Erinnerung. Und so richtig vergleichen kann ich es nicht. Inzwischen bin ich in einem Zusammenhang, wo das nicht mehr so häufig passiert. Ja, Sie sind ans Institut gekommen, auch mit einem spürbaren, jedenfalls auch ausweislich der Referentenbesprechungsprotokolle, starken Interesse an der deutschen Frage, was nicht verwundert. Sie kamen aus Berlin und haben auch immer wieder vorgetragen zu Problemen, die sich aus der deutschen Konstellation ergaben, also die Frage der Anerkennung der Staatsangehörigkeit, aber auch vermeintlich kleine Probleme wie der Austausch auf kommunaler Ebene zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Sie sind dann auch 1991 nach Abschluss der Promotion nach Leipzig gegangen und haben dort, wenn ich das richtig verstehe, die Fakultät mit aufgebaut. Was war das für eine Erfahrung, auch vor dem Hintergrund dessen, dass Sie auch in Ihrer Dissertationsschrift, die sich ja eigentlich mit Fragen der Meinungsfreiheit und des Ehrenschutzes beschäftigt, andeuten, dass Sie schon Anzeichen dafür sehen, dass in dieser Phase der Wiedervereinigung es zu einem verschärften und agonaleren politischen Diskurs kommen könnte und man wieder mit etwas härteren Bandagen auch im öffentlichen Raum politisch streitet. Also an diesen letzten Punkt erinnere ich mich jetzt nicht, dass ich ihn in meiner Dissertation angesprochen habe. Aber es stimmt bestimmt, wenn Sie jetzt lesen Sie es mir bitte nicht vor. Unabhängig davon glaube ich nicht, dass das irgendetwas mit sozusagen Sensibilität für die deutsche Frage zu tun hatte.
Es kann sein, dass ich eine Sensibilität für die deutsche Frage dadurch hatte, dass ich in Berlin Abitur gemacht hatte und in Berlin studiert hatte. Aber nicht jeder, der in Berlin studiert hat, hatte eine Sensibilität für die deutsche Frage. Das kann ich Ihnen versichern. Warum? Ich glaube, ich war nie davon überzeugt, dass die deutsche Frage sich erledigt hatte und dass man die Wiedervereinigung vergessen kann. Nicht, weil ich ein unstillbares Bedürfnis danach hatte, aber es hat mich einfach nicht überzeugt. Und weil die internationale Konstellation nicht notwendigerweise so stabil ist. Und wenn sich die internationale Konstellation verändert, da können sich auch, ich meine, die deutsche Teilung war etwas international Veranlasstes und international Bewahrtes. Aber dessen waren sich viele Deutschen nicht mehr so bewusst. Ich selbst war der Meinung, da kann was passieren, auch vielleicht, weil ich Ostberlin besucht habe und dort Menschen gesehen habe, aber jedenfalls habe ich damit nicht so ganz falsch gelegen und das hat mich dann auch veranlasst, mich zu engagieren bei der Frage, ob das Institut vielleicht nach Berlin verlegt werden sollte, was damals eine gute Gelegenheit war, denn das war genau die Zeit, wo man plant, ein neues Institutsgebäude zu bauen. Und das hätte mit relativ geringen Kosten gemacht werden können. Und ich freue mich, dass das Institut heute wenigstens ein Büro in Berlin hat. Mehr als einen Koffer. Ja, im Rückblick ist man erstaunt, wie offen diese Position auch vorgetragen wurde. Es gibt ja auch eine Art kleine Denkschrift, die auch von Theodor Schweißfurt, von Matthias Hartwig, von Ihnen und anderen verfasst wurde und den Direktoren vorgelegt wurde, wo auch mit großer Emphase eben der Punkt gemacht wird, dass ein Institut, das im Berliner Schloss seinen Anfang genommen hat, doch nicht vor einem Kraftwerksschlot im Neuenheimer Feld in Heidelberg enden soll. Das ist also sehr, Ich bin sehr, nicht sicher, ob das sehr, von mir stammt, sehr, diese polemisch, Formulierung. sehr polemisch vorgetragen, aber da gewinnt man doch so ein bisschen einen Sensus dafür, mit welcher Verve auch über diese Frage gestritten wurde und dass es doch ein starkes Gefühl dafür gab, zu einem Zeitpunkt, wo ja noch lange nicht entschieden war, dass Berlin Hauptstadt werden würde und ja auch sehr unklar war, ob überhaupt andere politische Institutionen da mit hingehen. Ich meine, heute stellt sich das auch anders dar, wo man sieht, dass Berlin einfach wieder sehr wichtig geworden ist als Ort außenpolitischer, auch völkerrechtspolitischer Diskussionen in Europa und auch in der Welt. Aber das ist schon erstaunlich, dass es da eben so einen starken Applaus gibt. Das war die einzige Chance, das überhaupt diskussionswürdig zu bekommen, dass man mal sich klar dazu äußert. Denn die Wiedervereinigung war eine Überraschung und niemand, wenn er nicht muss, wird sofort sagen, jetzt ändere ich mein Leben. Die Menschen im Osten Deutschland, die mussten ihr Leben verändern, aber im Westen war das nicht die Stimmung. Und ich fand das schade, dass im Westen diese Grundveränderung auch nicht als positive Herausforderung angesehen wurde. Im Westen hat man, dafür habe ich ein gewisses Verständnis, hat man auch die Befürchtung gehabt, jedenfalls war das Argument von Rudolf Bernhard, dass die Wissenschaft in einem Distanzverhältnis zur Macht oder zur möglichen Hauptstadt bleiben sollte. Obwohl, wie gesagt, es war noch gar nicht klar, dass Berlin wieder Hauptstadt würde. Aber jedenfalls dieses nicht in die Vergangenheit wollen. Und so hat man das damals gesehen. Das war ein starkes Gefühl und darüber kamen die Direktoren damals jedenfalls nicht hinweg.
dass manchmal ein Blick in die Vergangenheit die Zukunft ist, das erkennt man dann später. Wenn wir auf die Longue Durée schauen, die Sie ja aufrufen, es gibt ja einige Personen, die hier am Gericht gewirkt haben, die auch einen engen Bezug hatten zum Heidelberger Institut, auch zum Vorläuferinstitut in Berlin. Viktor Bruns, der Ad-hoc-Richter war, dann natürlich Hermann Mosler, der zwischen 1976 und 85 Richter war, den Sie selbst auch gekannt haben. Sind das im Rückblick Personen, die für Sie auch eine Inspiration ist vielleicht das falsche Wort, aber deren Ansatz Ihnen auch etwas sagt für Ihre eigene Tätigkeit? Sie haben jetzt ja beschrieben auch das Verhältnis zu Thomas Frank, der sicherlich eine andere Art von idealistischem Zugang auch hatte, wie diese ganze Gruppe der sogenannten Manhattan School, wie David Kennedy das einmal bezeichnet hat, aber doch ein Verhältnis der Arbeit zwischen Theorie und Praxis, das vielleicht, wenn man es jetzt mal ganz kühn formuliert, dem Moslerschen Ansatz der Praxisorientierung nicht ganz so fern ist. Ja. Sind das Bezugspunkte, mit denen Sie auch etwas anfangen können und die für Sie auch relevant sind, wenn Sie sich verorten in der Tradition dieses Instituts? Ja, also Und dann Von natürlich wie- auch Jochen Frohwein, über den Sie ja in Ihrer ich wollte, Habilitationsschrift auch diese schöne, ich lese es mal vor, weil es so schön formuliert ist. Da haben Sie also im Vorwort geschrieben, dass Jochen Frohwein als mein akademischer Lehrer hat er mir nicht zuletzt gezeigt, wie Urteilskraft Theorie und Praxis in ein rechtes Verhältnis bringen kann. Und das ist vielleicht in anderer Weise auch für Figuren wie Mosler oder auch für Bruns zutreffend. ja, also vielen Dank, dass Sie mir diese Frage stellen. Viktor Bruns hat für mich, also der Gründer des Kaiser-Wilhelm-Instituts, hat für mich nicht so eine Rolle gespielt, der war mir nicht so bekannt, auch historisch, der war mir nur als Begriff bekannt, aber nicht als Denker. Hermann Mosler und Jochen Frohwein sicher. In erster Linie Jochen Frohwein, den habe ich als Völkerrechtler früher gekannt als Hermann Mosler, den ich erst, als ich mich dann näher mit dem Völkerrecht beschäftigt habe, kennengelernt habe und wo ich dann auch verstanden habe, in welcher Reihung Jochen Frohwein zu verordnen ist. Obwohl er selbst kein Mosler-Schüler in dem Sinne ist. Aber Jochen Frohwein war der erste Direktor des Max-Planck-Instituts, der nicht mehr Kriegsteilnehmer gewesen ist. Karl Döring und Rudolf Bernhard waren Kriegsgefangene und Soldaten. Jochen Frohwein war die neue Generation, die versucht hat, auch einen neuen empirisch-konstruktiven Ansatz, der, glaube ich, inspiriert war auch aus den USA und Großbritannien, vielleicht noch mehr Großbritannien, völkerrechtliche Fragen nicht sozusagen nach großem Paradigma zu behandeln, sondern genau auf die Praxis zu schauen und dann zu sehen, ob die Praxis ein Muster, ein Paradigma nahelegt, dass man dann auch postulieren kann als orientierend oder vielleicht sogar völkergewohnheitsrechtlich geltend. Und das war insofern für mich sehr prägend, und zwar noch vor Thomas Frank und grundlegender noch als Thomas Frank, dieses genaue Hinschauen, dieses selbstkritisch sein und nicht zu pauschal und zu theoretisch werden. Das habe ich richtig gefunden und ich glaube, das ist auch die Haltung von Hermann Mosler gewesen, der vielleicht doch mit einem etwas theoretischeren Hintergrund
oder aus einem theoretischeren Kontext kam. Das Kaiser-Wilhelm-Institut während der Kriegszeit, vielleicht sein katholischer Hintergrund, der ihn dann nachher auch grundsätzlichere Publikationen über die Rechtsgemeinschaft, die völkerrechtliche Rechtsgemeinschaft hat schreiben lassen. Dass ich mich dafür immer sehr interessiert habe für Hermann Mosler, Jochen Frohbein und auch die historische Entwicklung des Instituts, mögen Sie daran ableiten, dass ich dann, als ich die Chance hatte, einen jungen Mann anzuregen, darüber eine Doktorarbeit zu schreiben, habe ich Felix Lange angeregt, über Hermann Mosler seine Biografie zu schreiben und über das Völkerrecht, die Völkerrechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland der Nachkriegszeit, und ich fand, das war eine hervorragende Arbeit. Ich finde es sehr interessant, wie Sie Ihr Interesse an der Geschichte und auch an den Kontinuitätslinien in der Geschichte der Institution und auch der Personen, die dort präsent waren, beschreiben. Es gibt Wahrnehmungen von Kolleginnen und Kollegen, die auch in der gleichen Zeit mit Ihnen am Institut gearbeitet haben. Karin Oellers ist eine dieser Personen, und sie hat uns gesagt, dass am Institut die Geschichte, vor allem die Geschichte vor 45, praktisch nicht präsent gewesen sei, außer in Personen, die natürlich immer noch da waren, aber was es mit denen auf sich hat und was mit der Geschichte der Institution es auf sich hat, das sei nicht thematisiert worden. Insofern gibt es da doch offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja, also das, was ich sage, hört sich vielleicht wie ein Widerspruch an, aber vielleicht ist es auch kein Widerspruch. Also für mich war die Vergangenheit des Instituts von vornherein ein Interesse, und deshalb habe ich die Personen, die noch aus dieser Zeit da waren, auch bin ich denen mit besonderem Interesse begegnet. Also Fritz Münch, der war noch der Assistent von Walter Schücking. Helmut Strebel war noch am Kaiser-Wilhelm-Institut gewesen. Marina Makarow, die Tochter von Alexander Makarow, hat die Schwarze Reihe betreut. Und vielleicht hat Karin Oellers das gesagt, weil sie als enge Mitarbeiterin von Hermann Mosler vielleicht sich bewusster war und mehr gehört hat von ihm über diese Vergangenheit, als die meisten dann miteinander gesprochen haben. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir im Jahr 1987 einen Vortrag von Ger van Roon, einem holländischen Historiker, gehört haben über Helmuth James Graf von Moltke, und die Leute am Institut, die ihn auch unterstützt haben. Sagen wir so, das Ende der 80er Jahre war noch nicht die Zeit, wo man in allen Sphären die Nazi-Vergangenheit der Institution durchleuchtet hat. Wie zum Beispiel später in dem Buch über das Auswärtige Amt und viele Dinge, das kam später. Die Vergangenheit, die war präsent. Also die wichtigsten Dinge, dass das Institut, das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, sagen wir, Verbindungen zum Widerstand hatte, aber auch jemanden oder mindestens einen wirklich Aufseher der Nazis, und dass es Leute gab, die dazwischen operierten, das war im Prinzip bekannt. Es ist nicht so bekannt, wie es Philipp Clahey und andere jetzt machen und recherchieren. Aber sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass sozusagen die Zeit des Instituts irgendwie beschwiegen wurde oder besonders unbekannt war. Also es war nicht im Fokus des Interesses. Man glaubt, in einer neuen Zeit zu leben und viele Herausforderungen zu haben, und hat sich darauf konzentriert. Wir glauben heute manchmal auch in einer neuen Zeit zu leben. Vielleicht ist sie nicht so
neu, aber es gibt viele Herausforderungen. Was wünschen Sie dem Institut für die nächsten, vielleicht nicht 100 Jahre, aber für die nächsten 50? Ähm, Ein gutes Händchen, die richtigen Themen zu identifizieren und die jungen Leute zu motivieren, mutig und genau hinschauend die Dinge zu durchdenken. Es gibt unterschiedliche Zeiten. In manchen Zeiten ist die Empirie wichtiger, dass man genau hinschaut auf die vielen Dinge. In manchen Zeiten ist es wichtig, dass man sich theoretisch Gewissheit verschafft. Möglicherweise sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir mehr Theorie wieder brauchen, als wir sie Ende der 80er Jahre gebraucht haben. Aber bei Theorie muss man immer aufpassen, dass man sich nicht in ihr verliert und sie zu sehr hochrechnet in die Zukunft und dann nicht gefeit ist vor Überraschungen. Vielen Dank, Herr Nolte, für dieses Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit hier. Vielen Dank, Frau Kämmerer, vielen Dank, Frau Jahn. Es war mir ein Vergnügen und eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.